Schnelligkeit hat die Menschen schon immer fasziniert. Der menschliche Fortschritt beruht auf ständig steigender Geschwindigkeit. Und eine der wichtigsten Leistungen in diesem historischen Wettlauf war das Durchbrechen der Schallmauer. Nicht lange nach den ersten erfolgreichen Flügen waren die Piloten begierig, ihre Flugzeuge immer schneller zu machen. Doch die zunehmenden Turbulenzen und die großen, auf das Flugzeug wirkenden Kräfte behinderten die weitere Beschleunigung. Manche versuchten das Problem durch riskante Sturzflüge zu umgehen, die häufig tragisch endeten. Schließlich ermöglichte 1947 ein verbessertes Design wie ein bewegliches Höhenleitwerk, der Stabilator, einem amerikanischen Militärpiloten namens Chuck Yeager, das Flugzeug Bell X-1 mit 1127 Stundenkilometern zu fliegen, als erster Mensch die Schallmauer zu durchbrechen und sich schneller als der Schall zu bewegen. Die Bell X-1 war das erste von vielen nachfolgenden Überschallflugzeugen, die mit späterer Bauweise Geschwindigkeiten über Mach 3 erreichten. Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit erzeugen eine Druckwelle mit einem donnernden Geräusch, dem Überschallknall, der Menschen und Tiere verstören und sogar Gebäude beschädigen kann. Darum untersuchen Wissenschaftler weltweit den Überschallknall, versuchen, seinen Weg in der Atmosphäre vorherzusagen, wo er auftrifft und wie laut er sein wird. Um die Studien des Überschallknalls besser zu verstehen, beginnen wir mit den Grundlagen des Schalls. Angenommen, man wirft ein Steinchen in einen stillen Teich. Was sieht man? Der Stein verursacht Wellen, die sich im Wasser in alle Richtungen mit derselben Geschwindigkeit ausbreiten. Die Kreise, deren Radius größer wird, nennt man Wellenfronten. In ähnlicher Weise, obwohl wir sie nicht sehen können, erzeugt eine stationäre Schallquelle, wie etwa eine Stereoanlage, Schallwellen, die sich nach außen ausbreiten. Die Geschwindigkeit der Wellen hängt von Faktoren wie Höhe und Lufttemperatur ab, durch die sie sich bewegen. Auf Meereshöhe bewegt sich Schall mit ungefähr 1225 Stundenkilometern. Aber statt Kreise auf einer zweidimensionalen Fläche sind die Wellenfronten nun konzentrische Kugeln, wobei sich der Schall entlang von Strahlen ausbreitet, die senkrecht zu diesen Wellen verlaufen. Stellen wir uns nun eine Schallquelle in Bewegung vor, wie etwa eine Zugpfeife. Bewegt sich die Quelle in eine bestimmte Richtung, bündeln sich die aufeinanderfolgenden Wellen davor immer mehr. Diese höhere Wellenfrequenz ist die Ursache für den berühmten Doppler-Effekt, bei dem näherkommende Objekte höher klingen. Aber solange sich die Quelle langsamer bewegt als die Schallwellen, bleiben diese ineinander verschachtelt. Durchbricht ein Objekt die Schallmauer, indem es sich schneller als der Schall bewegt, ändert sich das Bild dramatisch. Da es die von ihm ausgestrahlten Schallwellen überholt und gleichzeitig von seiner aktuellen Position neue erzeugt, werden die Wellen zusammengedrückt und bilden einen Machschen Kegel. Kein Geräusch ist zu hören, wenn er sich einem Beobachter nähert, weil sich das Objekt schneller bewegt als der Schall, den es erzeugt. Erst nachdem das Objekt vorbeigezogen ist, hört der Beobachter den Überschallknall. Dort, wo der Machsche Kegel auf den Boden trifft, bildet er eine Hyperbel und hinterlässt, während er sich weiter bewegt, eine Spur, die Schallschleppe. Dadurch lässt sich das Gebiet bestimmen, das der Überschallknall getroffen hat. Wie lässt sich die Stärke eines Überschallknalls berechnen? Dazu muss man die berühmten Navier-Stokes-Gleichungen lösen, um die Druckschwankungen in der Luft zu bestimmen, die durch das vorbeifliegende Überschallflugzeug verursacht werden. Das hat die als N-Welle bekannte Drucksignatur zur Folge. Was bedeutet diese Form? Der Überschallknall tritt bei einer plötzlichen Druckänderung auf und die N-Welle umfasst zwei Knalle. Einen für den anfänglichen Druckanstieg von der Flugzeugnase und einen weiteren, wenn das Heck vorbeifliegt und der Druck plötzlich wieder normal wird. Das verursacht einen doppelten Knall, den das menschliche Ohr aber gewöhnlich als einzelnen Knall wahrnimmt. In der Praxis können Computermodelle, die auf diesen Prinzipien basieren, häufig Ort und Stärke des Überschallknalls für bestimmte atmosphärische Bedingungen und Flugbahnen vorhersagen. Und es wird laufend geforscht, um ihre Wirkungen abzuschwächen. Einstweilen bleiben Überschallflüge über Land verboten. Ist der Überschallknall also eine neue Erfindung? Nicht ganz. Während wir versuchen, sie zu dämpfen, nutzen andere Tierarten Überschallknalle zu ihrem Vorteil. Der riesige Diplodocus konnte wohl seinen Schwanz mit über 1200 Stundenkilometern schneller als Schallgeschwindigkeit knallen lassen.
vermutlich um Räuber abzuschrecken. Manche Garnelenarten erzeugen unter Wasser eine ähnliche Druckwelle, um Beute mit einem einzigen Knall ihrer übergroßen Scheren aus der Entfernung zu betäuben oder sogar zu töten. Während wir Menschen bei unserem unablässigen Streben nach Geschwindigkeit große Fortschritte gemacht haben, stellt sich heraus, dass die Natur schneller war. Bleib neugierig, abonniere diesen Kanal und lerne jede Woche etwas Neues.